Frage Nummer 1. Bummelon ist unsere kreative Antwort auf das, was uns Musikern dieses Jahr durch die Pandemie passiert ist. Die besten Instrumentalisten, Sänger und Sängerinnen, die ich kenne, sind alle gezwungen, zu Hause zu bleiben, können nicht mehr für ihr Publikum da sein. Wir schaffen eine Internetplattform, eine Möglichkeit, uns regelmäßig aktiv mit unserem Publikum zu verbinden. Das Leben für Musiker und alle anderen Künstler ist gerade besonders eingeschränkt, da wir seit März nicht mehr arbeiten dürfen, zumindest nicht auf eine Art und Weise, die für uns gewinnbringend wäre. Und nicht nur das wegfällt, sondern auch der zweite Grund, aus dem wir Musik machen, nämlich der Drang und der Wunsch und das Verlangen, uns mitzuteilen und in Kontakt zu treten mit anderen Menschen, mit dem Publikum und Erfahrungen auszutauschen, Ideen zu transportieren. All dies findet im Moment nicht statt und das macht es auf beiden Ebenen für uns eine sehr harte Zeit. Okay. Ja, natürlich. Also es ist ja wie in jedem anderen Beruf auch, wenn man mit Leidenschaft und Lust da dran geht, bisschen Talent mitbringt und einfach sein Handwerk gut macht und versteht, dann kann man damit wunderbar Geld verdienen und dementsprechend auch seine Familie ernähren. Da ist meiner Meinung nach kein Unterschied zu anderen Berufen da. Von daher auf jeden Fall ja. Also man kann auf jeden Fall seine Familie davon bestens ernähren. Mir ist das bisher sehr gut gelungen. Aktuell ist es halt schwierig aufgrund der Situation, weil meine Haupteinnahmequelle Live-Veranstaltungen weg sind, nicht mehr möglich sind. Und da wird es dann schon eng langsam. Ich sehe auf jeden Fall eine Zukunft in der Musik weiterhin. Also ich werde auch dabei bleiben, ich werde die Sache nicht aufgeben. Letztlich ist es aber auch so, für mich ist das keine ganz neue Situation und ich denke mal für viele andere Kollegen auch nicht. Man lebt ja als Selbstständiger und das sind die meisten Musiker ohnehin immer so ein bisschen mit dieser leichten Existenzangst. Man weiß nie, was ist morgen, kriege ich noch Aufträge, werde ich noch live spielen. Jetzt haben wir die Situation, dass im Prinzip der absolute Super-GAU eingetreten ist. Weder live spielen noch irgendwie Aufträge, es ist einfach gar nichts mehr da für uns, um Geld zu verdienen. Aber auch vorher kannte ich das Gefühl schon sehr, sehr gut. Man wacht nachts auf und hat plötzlich Panik und fragt sich, hat das überhaupt alles irgendwie einen Sinn, kann das funktionieren? Was ist, wenn mir die Hände abfallen oder was auch immer, all meine Instrumente kaputt gehen? Die Sorgen sind sowieso da, von daher kann ich damit ganz gut umgehen. Aber es ist jetzt schon ein wirklich sehr, sehr langer Zustand und natürlich kommen dann immer wieder Gedanken, soll ich nicht doch mal was anderes machen, was mir mehr Sicherheit gibt. Auf der anderen Seite habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass aber auch genau diese Unsicherheit da sein muss, weil das irgendwie der Motor ist, weiterzumachen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben und daraus auch Ideen kommen, wie jetzt zum Beispiel Boomelon, das, was ja auch letztlich aus einer Not heraus entstanden ist und eine total schöne Sache ist. Von daher habe ich da absolut Hoffnung, dass es da weitergehen wird, weil aus Krisen immer irgendwie wieder schöne Dinge entstanden sind. Nicht um das jetzt schön malen zu wollen, sondern einfach nur um aufzuzeigen, wir sind nun mal Kreativlinge, wir kommen aus der Kreativwirtschaft und nicht ohne Grund haben wir uns da einfach angesiedelt, weil Kreativität ist unser Motor, es ist unser Ding. Und dementsprechend gehen wir in allen Bereichen kreativ mit allem um. Und ich glaube, das hält uns Künstler, Kulturschaffende, Kreativschaffende, Musiker einfach so ein bisschen am Leben und
ermöglicht es uns durch diese Krise einfach irgendwie dann doch durchzukommen. Trotzdem leiden wir schon alle sehr, sehr stark drunter. Also das ist wirklich gerade einfach nicht mehr schön, weil man weiß einfach nicht, wohin. Kultur ist absolut essentiell. Kultur definiert uns. Kultur ernährt unseren Geist. Kultur verbindet uns. Gerade die Musik ist der kürzeste Weg zu den Gefühlen anderer Menschen. Musik ist wie ein Memory Stick, den man ins Gehirn schiebt und sofort ist man wieder 1900 irgendwann, wo man zum ersten Mal das Mädchen geküsst hat und erinnert sich an das Gefühl. Man spürt es, wenn man den Song wieder hört, den man damals gehört hat. Und ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft, ich glaube nicht, dass überhaupt Menschen ohne Kultur existieren können. Ja, wo soll ich da anfangen? Es hat sich in dieser Zeit gezeigt, dass wir anscheinend nicht wichtig sind. Die Hilfen, die angeboten wurden, waren einfach nicht für uns gedacht. Da kam nichts an, beziehungsweise wir konnten das nicht mal beantragen. Aus bekannten Gründen, wir haben keine Betriebskosten und so weiter. Auch die Novemberhilfe jetzt, die konnten einige beantragen, aber der Großteil fällt wieder durchs Raster. Und das zeigt mir so ein bisschen, dass die Politik uns erstens nicht als, um das schlimme Wort zu benutzen, systemrelevant sieht. Und zweitens, dass sie einfach nicht versteht, wie unser Job funktioniert. Und also jetzt nach 10 Minuten, nach 10 Monaten immer noch nicht. Das ist schon, also ich muss mich arg zusammenreißen. Ja, also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, weiter dazu. Ich meine, es ist echt, ich verstehe es nicht. Also entweder sind die echt zu dumm, ja, das glaube ich aber nicht. Aber die zweite Möglichkeit ist eigentlich noch schlimmer. Die haben es verstanden, aber wollen einfach nicht helfen. Ja. Kunst und Kultur wird es immer geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass, auch wenn jetzt alles den Bach runtergeht, danach Kunst und Kultur wieder aufstehen wird. Und wir tun unser Möglichstes, dass wir auf jeden Fall dabei sein werden. Ich denke, es gibt da schon eine Reihe von Möglichkeiten, wie ihr als Musikliebhaber, als Kulturliebhaber uns Künstler, Musiker, Kulturschaffende aktiv unterstützen könnt, uns aktiv helfen könnt. Das Ganze geht los damit, dass ihr unsere Kanäle auf YouTube, Facebook, in den sozialen Medien anschaut, abonniert, liked, dass ihr die Videos, die wir für euch präsentieren, die Musik, die wir für euch präsentieren, dass ihr diese Videos schaut und auch diese Videos liked oder abonniert, um einfach dadurch zum Ausdruck zu bringen, ja,
diese Sachen sind wichtig und wir schauen die uns an und wir nutzen diese Angebote. Und es gibt hierfür eine breite Masse, die dahinter steht und die das unterstützt und fördert. Aufforderungen dieser Art sind euch wahrscheinlich schon zahlreich begegnet in letzter Zeit, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass wir von guten Worten und davon, dass ihr auf YouTube unsere Videos anguckt, nicht leben können. Deshalb unterstützt uns. Kauft von Bands, die ihr mögt, T-Shirts, kauft Platten und wo dazu aufgerufen wird oder wo Geld eingesammelt wird, spendet. Und so bitten auch wir, Boomeloo, euch darum. Wir haben ein Patreon-System, bei dem Leute, die sich für uns interessieren und die wollen, dass wir weitermachen und weitermachen können, uns unterstützen können. Durch einen monatlichen Beitrag, der nicht allzu hoch ist, aber für uns bedeutet, dass wir weitermachen können. Dankeschön.